Bist du neugierig auf den zweiten Teil meines Versuchs zur Köderbeschaffung durch den magischen Wurmstab? Oder hast du vielleicht den ersten Teil gar nicht gesehen? Dann blende ich dir rechts oben nochmal den Link zu dem ersten Teil ein. Und ansonsten für alle anderen ein ganz kurzer Rückblick zum ersten Teil. Und dann soll es losgehen mit neuem Wurmstab und einem neuen Versuch. Okay? Also, das ganze System funktioniert so. Hier vorne wird es eine Spitze geben und hier werden überall Kerben reingeschnitzt. Ich säge das mal so ein bisschen vor. So. Müssen wir vielleicht noch einen zweiten bauen. Und nun geht's los. Rein damit in den Boden und dann gucken wir mal. Ich war tatsächlich so naiv und habe wirklich gedacht, das könnte richtig gut hinkommen. Aber das soll jetzt alles noch gar nichts heißen. Ich muss mal ein bisschen in mich gehen, mal eben kurz. Und gucken, so ein bisschen nach Problemlösung suchen. Hat man mir da doch ein bisschen KI reingeschummelt? Als ich diese Würmer gesehen habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube da trotzdem noch dran. Denn es gibt tatsächlich diese Wettbewerbe und da war definitiv nichts gechincht. Da konnte man wirklich sehen, wie die Leute um die Wette die Würmer aus dem Boden getrieben haben. So, jetzt habe ich mal überlegt. Problemlösung. Ja, das Teil ist mir einmal gebrochen. Es soll eigentlich diese Länge haben. Das ist doppelt so lang. Umso mehr Vibration natürlich. Das könnte eine Problemlösung sein. Dann die Spitze, die vielleicht länger und feiner ausarbeiten, dass man noch mehr in den Boden kommt, noch tiefer in den Boden kommt. Das ist aus meiner Sicht auch ein Lösungsansatz. Aloha, hi und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen rumpeligen Bushcraft- und Outdoor-Kanal Filsebusch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie ihr in der Ankündigung oder Einleitung schon unschwer erkennen konntet, es geht heute um den zweiten Teil des Mythos magischer Wurmstab. So, wer sich noch daran erinnert, im Teil 1, ja, ich habe ihn extra nochmal wieder mitgenommen, das war der ursprüngliche Wurmstab und da war ja dann meine These, dass wir gar nicht weit genug in den Boden reingekommen sind, dass der zu kurz war und so weiter. Also, was haben wir gemacht? Hab mir ein bisschen Kopf gemacht. Ich will jetzt auch keine Wissenschaft draus machen, aber look at this. Das ist doch mal der neue, das ist doch mein amtlicher Stab hier, oder? Wenn da nichts geht, dann weiß ich auch nicht. Also, auf jeden Fall seht ihr schon, die Spitze sehr viel länger. Damit sollten wir wirklich rund diese 15 bis 20 Zentimeter in den Boden kommen, um den Maulwurf zu simulieren. Jo, und dann hoffe ich, dass wir reichlich Würmer finden fürs Survival Fishing. Was wir heute dann natürlich noch nicht machen, aber ich komme da später noch mal drauf. Das wird noch wichtig. Okay, also habt ihr Bock? Ich habe richtig Bock. Ich bin total motiviert. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Der sieht hier vorne ein bisschen schmutzig aus. Das ist aber kein Dreck. Das ist, pass mal auf, Traumfokus. Ich habe ihn zu Hause übers Feuer gehalten. Sprich, die Spitze ein bisschen gehärtet. Genauso wie das Ende ein bisschen gehärtet, damit das möglichst lange hält. Und meine Vorstellung ist es, rein zu batonieren in den Boden. Und dann werden uns die dicken, fetten Köderwürmer entgegenkommen. Ob das so ist? Das gucken wir jetzt und finden wir gemeinsam raus. Also, nochmal, hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Also, bis gleich, kommt mit.
So, auf dem Weg dahin ein bisschen Smalltalk. Keine Angst, wird nicht lang werden. Ja, warum überhaupt diese ganze Aktion? Erstmal bin ich neugierig, ob das Teil auch wirklich funktioniert. Und dahinter steckt so ein kleines Projekt. Es geht ja im Prinzip ums Survival Fishing, beziehungsweise ein bisschen um Survival-Nahrung. Und wenn das jetzt alles funktionieren sollte, dann denke ich über ein größeres Projekt nach, in dem wir dann nämlich hier mit dem magischen Wurmstab uns Köder besorgen. Ich nehme mein Survival Fishing Kit mit, das zeige ich euch dann auch. Und dann gehen wir zu einem kleinen Tümpel, werden dort Fisch fangen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn wir da Fisch fangen werden, dann wird es nur kleiner bis maximal mittelgroßer Weißfisch sein, der sich ja nur ein bisschen schwierig essen lässt aufgrund der hohen Grätenanzahl. Aber dann werden wir uns in Survival-Manier eine schöne Fischsuppe kochen. Und wir haben jetzt Ende September und die Brennnesseln geben noch ein bisschen was her. Ihre beste Zeit haben sie schon hinter sich, aber ich habe eben doch noch welche gesehen, die noch so ein paar Samen tragen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns dann eine Fischsuppe kochen, angereichert mit dem, was der Wald hergibt in dieser Jahreszeit. Und das sind Brennnesseln noch das Superfood. Und die werden wir auch ganz besonders dann verarbeiten. Ich habe es selbst auch noch nicht gemacht. Es wird eben halt auch ein Selbstversuch. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Lust zu. Und ja, daher kam mein Gedanke mit diesem Wurmstab Köderbeschaffung. Und dann werden wir mal gucken, was wir daraus machen. Mein Plan kennt ihr jetzt. Und drückt mal die Daumen, dass das alles so funktionieren wird. Da habe ich auch richtig Lust zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht auch Lust hat, das nachzumachen. Also, ich bin jetzt hier in einem super schönen. Ich hoffe, die Kamera fängt das auf. So, machen wir mal so. In einem super schönen Buchenwald. So. Und wenn wir hier keinen humusreichen Boden haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, wie ihr so seht, hinter mir, vielleicht kann man es erkennen, dieses Waldstück wird sich selbst überlassen. Und ihr seht ganz viel Totholz und so weiter. Ne? Also, die Fauna sollte das hergeben, dass wir hier einen schönen Boden haben. Und das prüfen wir jetzt gleich. Bis gleich. Jo, so. Dieses Plätzchen soll es jetzt werden. Einfach random. Hat mich angelächelt, habe ich Lust zu. Ich mache jetzt hier den Boden ein bisschen frei, damit wir was sehen können und damit uns keiner von den Hunderten von Würmern, die uns dann entgegenkommen, damit wir davon keinen verpassen, werde ich jetzt hier mal ein bisschen frei machen und dann geht's los. Gut, bevor wir jetzt den magischen Wurmstab Version 2 ins Erdreich rammen, hier nochmal ein ganz kurzer Vergleich. Also nochmal, wenn da heute nichts geht, dann bin ich entweder zu doof oder der Mythos ist hier für den Landstrich, in dem ich lebe, einfach nicht existent. Okay.
legen wir los. So. So, geht hier schon mal schön rein in den Boden. Jawohl. Auf geht's. So, los, Würmerchen. Ich weiß auch wirklich nicht, ob die Geschwindigkeit damit zu tun hat, aber es soll ja einen grabenden Maulwurf imitieren. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass der Maulwurf so durchs Erdreich rast. So, jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben. Das ist ein bisschen so wie beim Angeln, wenn man auf die Pose guckt, dass die untergeht. Und hier scannst du jetzt die ganze Zeit den schönen Waldboden, ob da ein Würmchen rauskommt. Jetzt kommen Spaziergänger, die halten mich wahrscheinlich für total doof. Also die Vibrationen am Stockende, die sind wirklich sehr, sehr deutlich spürbar. Ich muss mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Dann funktioniert es auch mit den Würmern besser. Komm rein in den Dreck, ist doch egal. So. Habt ihr nicht mal wieder Lust, jetzt gerade mal so spontan auf Stopp zu drücken, auf Pause und mal eben ganz fix in die Kommentare zu schreiben, ob das was wird oder nicht? Ja? Ja. Drückt mal schnell auf Pause. Okay, weiter geht's. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten das waren, aber es war schon ganz schön lang. Und außerdem für die Vibration schläft mir meine Hand ein. Also an mangelnden Vibration, nicht Reflexion, Vibration kann es nicht liegen. Ich mache trotzdem weiter. So, nichts. Null, 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 niente, gar nichts. Glaubt mir, ich habe wirklich eine Geduld und bin auch leidensfähig. Wirklich. Ich glaube, das behaupte ich nicht einfach so zu Unrecht. Nein, ich bin wirklich geduldig und leidensfähig. Aber das macht hier keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn für mich, jetzt eine Location zu wechseln. Es kann für mich nicht sein, dass das nicht funktioniert. Also, dass hier keine Würmer sein sollen. Also, ich würde sagen, das war nichts. Ich baue jetzt hier erstmal ab. Abbauen heißt in diesem Fall aber auch alles wieder so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Und dafür braucht es nicht eine Übernachtung mit einem Shelterbau oder. Auch diese 2 Quadratmeter hier, die werden jetzt so hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. So weit war das Teil im Boden. Naja, so.
Und so muss das ganz am Ende wieder aussehen. Als wenn niemand hier gewesen wäre. Gut. Ich würde sagen, Versuch 2 ebenfalls gescheitert. Was soll ich daraus für ein Fazit ziehen? Ja, Fazit ist schon mal kein Ergebnis. Kein gutes Ergebnis. Ergebnis war negativ. Das muss man mal ganz klar so sagen. Kann mir doch keiner erzählen, dass hier keine Würmer sind. Ich meine, gut, was ich noch durchgehen lasse, der Waldboden ist eben halt für die Jahreszeit sehr, sehr trocken. Ich würde sogar sagen, viel zu trocken. Aufpassen. Das wird nicht rausgeschnitten. So schnell kommt mir eine Survival-Situation. Fußgelenk gebrochen. Kein Handyempfang. So, wo ist denn hier jetzt überhaupt der Weg gewesen? Ah, verdammte Axt. Da kommen wir querfeld ein. Okay, bla bla. Nochmal ganz kurz, was mir wichtig ist, zu dem Platz hinterlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Ich will jetzt nicht zu philosophisch klingen, ja, und auch nicht oberlehrerhaft. Aber mal ganz ehrlich, wir sind hier immer nur zu Gast. Ja, das Zuhause gehört hier jemandem ganz, ganz anderen. Den ganzen Tieren, die hier leben. Und wir sind in deren Wohnzimmer. Und das heißt, dass wir uns hier anständig benehmen und so wenig wie möglich Schäden verursachen und so wenig wie möglich Eingriff auf die ganze Fauna hier nehmen. Und das ist mir wichtig zu sagen. Ne? Wie gesagt, nicht oberlehrerhaft gemeint, aber das liegt mir einfach völlig am Herzen. Gut. Ja, was soll man denn groß noch philosophieren und noch sagen? Stick hat nicht funktioniert. Ende aus die Maus. So ist das nun mal. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Erfolg verspricht, aber vielleicht könnte ich ja mal Ben, den Mann im Wald, mal anschreiben. Würde ich tatsächlich machen. Den Ben mal anschreiben. Den schätze ich sehr mit seinem Wissen. Und ich schätze ihn noch mehr, weil ich wollte nämlich ursprünglich in meinem Leben, ich war schon eingeschrieben an der Forstfakultät in Göttingen und wollte Forstwissenschaften studieren. Lang ist's her. So, und den werde ich vielleicht mal anschreiben, ob er da eine Erklärung für hat. So, was mir jetzt noch einfallen würde spontan, so, ich muss mal eben, es kommt Spaziergänger, ich muss mal eben auf Stopp machen. Ja, so ist das Leben. Total nette Spaziergänger. Ein älteres Pärchen mit ihrer Schwiegertochter, würde ich mal so sagen. Nee, Schwiegertochter, Enkeltochter, würde ich mal so sagen, mit ihrem Enkelkind. Und 2 super süßen Hunden. Ja, doch wieder schön. Jetzt weiß ich auch so ein bisschen, oder ich wusste ja schon vorher, warum ich diesen Kanal machen will. Aber das ist so dann doch irgendwie schon cool, wenn man sich da mit so Leuten austauscht. Und fragt mich nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich so eine Ausstrahlung habe irgendwie. Das bei mir auf der Stirn steht, sprech mich an. Ich bin ja im Prinzip, also ich bin ja ursprünglich Fotograf. Und egal an welchem Schlammloch ich gesessen habe, wenn ich mal Landschaftsfotografie betrieben habe, egal wie, egal wo ich war, ich bin immer angesprochen worden. Immer. Naja, anyway. Ja, so ein bisschen wurmt mich das im wahrsten, hey, was für ein Wortspiel. Es wurmt mich tatsächlich ein wenig, dass das mit dem Kollegen hier nicht so gut geklappt hat. Aber ich werde da trotzdem noch mal in mich gehen. Ne? Aber mein Gott, das ist ja auch keine Wissenschaft. Das ist ein Stock mit Kerben. Ja, Ende. Und jetzt kann mir ja keiner sagen, dass das nur auf Rasenflächen funktioniert. Okay. Ich werde es noch mal ausprobieren, aber out of cam. Es sei denn, es gibt dort gigantische Eindrücke und Ergebnisse. Ich werde es noch mal in meinem privaten Busch noch mal ausprobieren. Auf der Wiese. Aber selbst wenn dort dann die Würmer sprießen, ja,
dann ist es so ein Teilerfolg, würde ich sagen. Weil es geht ja eben halt wirklich um eine Survival-Situation, auch hier im Wald. Und kann ja nicht sein, dass ich für Würmerbeschaffung oder für Köderbeschaffung so lange laufe, bis ich irgendwo eine Waldlichtung finde mit einer großen Wiese. So, das hat mir jetzt doch noch keine Ruhe gelassen. Einfach nochmal eben schnell, quick and dirty, die GoPro im Garten aufgestellt. So, jetzt werde ich echt verrückt, wenn hier jetzt was läuft. Nix. Und hier weiß ich ganz genau, dass ich viele Regenwürmer in meinem Boden habe. Das weiß ich 1000%ig. Und, jetzt haltet euch fest, ich weiß auch 1000%ig, dass ich Maulwürfe habe. Denn ich werde regelmäßig von großen schwarzen Haufen hier im Garten begrüßt. Und das sind nicht wenige. Also, beides ist gegeben. Würmer und auch deren Fressfeinde. 1000%ig. Und hier tut sich nichts. Für mich ist das Experiment an dieser Stelle gescheitert. Nein, also hier das Projekt hier im Wald definitiv gescheitert. Negatives Ergebnis, hat nicht funktioniert. Punkt. Alles andere, falls mir noch was einfällt, dann kriegt ihr das aus dem Off noch von mir vorgesabbelt, wenn ich im Videoschnitt bin. Alles klar? Ansonsten, falls wir uns jetzt nicht mehr sehen und hören, wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wie immer, liken wäre super schön, kommentieren wäre super schön und ein Abo wäre mir wie immer eine große Ehre. Ich würde mich wirklich riesig freuen. Okay, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mick.